Viele fragen sich, ob bei der Abmeldung aus Deutschland eigentlich die neue Adresse im Ausland angegeben werden muss. Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Sicherlich hast du es auch schon mitbekommen, wenn du dich aus Deutschland abmeldest, dann wirst du beim Einwohnermeldeamt nach deiner neuen Adresse im Ausland gefragt. Ist diese Angabe eigentlich verpflichtend? Macht es Sinn, sie zu machen? Was soll man dort genau angeben? Das sind viele Fragen, die so manche haben. Schließlich fühlt man sich möglicherweise unwohl dabei, dem deutschen Staat hier mitzuteilen, wo man sich in Zukunft aufhält. Man will ja hier nichts befürchten. Man will ja auch in Ruhe gelassen werden von den Behörden, insbesondere dem Finanzamt. Was passiert also, wenn ich dort meine tatsächliche neue Adresse im Ausland angebe? Muss ich dann damit rechnen, dass ich weiterhin verfolgt werde vom Finanzamt und möglicherweise von anderen Behörden? Das geht also vielen Auswanderern durch den Kopf. Als allererstes mal will ich dir meine eigene Abmeldebestätigung zeigen. Ich bin Ende 2000 von Deutschland in die Schweiz umgezogen. Du kannst hier sehen, das Datum wird hier als 1.1.2001 geführt. Diese Bestätigung übrigens ist aus dem Jahr 2015. Ich hatte das Original verloren und habe mir dann hier diese Zweitbestätigung letztlich anfertigen lassen. Hier kannst du sehen, die neue Adresse, in die ich umgezogen bin, auf der rechten Seite hier in die Schweiz. Ich habe es ja hier schon vielfach gesagt, das sind keine Geheimnisse. Ich bin nach Freienbach umgezogen, steuergünstigste Gemeinde in der Schweiz. Deswegen bin ich dort hingezogen, obwohl ich damals noch nicht sehr viel verdient habe. Ja, ich hatte also kein Unternehmen oder sowas, sondern bin dort lediglich als Angestellter hin umgezogen. Aber ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon, wenn man schon in die Schweiz umzieht, dann schon richtig. Dann soll man auch alle Steuervorteile wahrnehmen. Also hier siehst du unten meinen Namen, eben genau die Adresse, wohin ich umgezogen bin. Ich hatte eben damals schon die Wohnung in Freienbach und so sieht das Ganze aus. Freienbach, wie gesagt, kann man jedem nur empfehlen, auch heute noch ein wunderschöner Ort, auch heute noch sehr steuergünstig. Schauen wir uns doch mal an, was hier jemand, der verheiratet ist, mit 3 Kindern so an Steuern bezahlt. Das habe ich hier mal auf dem Screen vorbereitet. Also ich nehme jetzt mal ein hohes Einkommen an, um hier eben auch zu zeigen, dass man dort relativ viel verdienen kann, ohne hier sehr hohe Steuern zahlen zu müssen. Also bei 240.000 Franken im Jahr mit 3 Kindern und als Verheirateter zahlst du 19.500 Franken Steuern, also gerade einmal 8% in der Schweiz, hier in Freienbach. Du wirst es sicherlich wissen, in der Schweiz richtet sich die Steuern nach dem Kanton und nach dem Ort, wo du wohnst. Wie gesagt, ich bin nach Freienbach gezogen. Ein toller Ort, halbe Stunde mit dem Zug nach Zürich, direkt am Zürichsee gelegen. Als ich am Morgen aufgestanden bin, mein Haus lag so leicht erhöht, habe ich direkt auf den See geschaut. Ein Ausblick, den ich nie vergessen werde. Ich habe später auch in Miami ja gewohnt, aber dieser Blick in Zürich, der hatte schon was. Da konnte auch der Ausblick in Miami nicht mithalten, muss man ganz ehrlich sagen. Also, wenn du in die Schweiz umziehen willst, das nur ganz nebenbei, kann ich dir Freienbach 100%ig empfehlen. Nun, ich habe mir damals natürlich überhaupt keine Gedanken gemacht zu diesen Themen Auswanderung, Finanzamt und so weiter und so fort. Daher habe ich natürlich die Adresse angegeben, wie viele andere auch, haben wir zunächst also die Wohnung in der Schweiz gesucht, sind dann umgezogen und haben uns dann abgemeldet. Wir haben dann in gewisser Weise hier parallel ungefähr für einen Monat 2 Haushalte gehabt, bis der ganze Umzug dann entsprechend gemeistert war. Ich habe dort alles angegeben bei den Behörden, ohne das zu hinterfragen. Wie ist nun aber tatsächlich die rechtliche Situation? Nun, du musst dort keine Angaben machen, du musst nicht sagen, wohin du umziehst. Zwar wird vermutlich der Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes versuchen, dich unter Druck zu setzen, die Information rauszugeben, aber dennoch musst du ja definitiv nicht sagen, wohin du auswandern wirst. Die andere Frage ist natürlich, ist das negativ, wenn du das tust? Was passiert mit dieser Information? Nun, hauptsächlich wird das für statistische Zwecke verwendet. Manche Einwohnermeldeämter teilen es auch dem Finanzamt dann direkt mit, aber nicht unbedingt alle. Das heißt, du musst dich auf jeden Fall parallel beim Finanzamt auch noch abmelden. Da kannst du nicht darauf verlassen, dass das die Gemeinde macht. Aber ansonsten wird es hauptsächlich für statistische Zwecke verwendet. Wir hatten mal tatsächlich einen Mandanten, ich hatte von diesem Fall auch schon erzählt, der hatte auch Steuerprobleme in Deutschland. Er hatte in der Tat Steuerschulden, ist dann auch in die Schweiz umgezogen und hatte auch beim Einwohnermeldeamt angegeben, dass er in die Schweiz umgezogen ist. Er ist dann später von der Schweiz wieder in ein EU-Land gezogen, und zwar Luxemburg.
Als er in Luxemburg lebte, hatte er dann ein Unternehmen. Und dort gab es dann auf der Unternehmenswebsite dann auch eine Seite zu ihm, denn er war ja Geschäftsführer und Eigentümer. Und dann hat sich das deutsche Finanzamt wieder bei ihm gemeldet. Das heißt, die haben gesagt, wir wissen, dass sie in die Schweiz umgezogen sind. In der Zeit konnten wir leider hier die Steuerschulden, die sie haben, nicht weiter verfolgen. Jetzt wohnen sie wieder in Luxemburg. Das haben wir herausgefunden über eine einfache Google-Suche, denn sie erscheinen hier auf der Webseite ihres Unternehmens. Jetzt bitte die Steuern nachzahlen, sonst werden wir hier über Amtshilfe uns in Luxemburg letztlich an die Behörden wenden, die dann hier die Steuern bei Ihnen eintreiben werden. Da war es also tatsächlich so, dass das Einwohnermeldeamt dem Finanzamt mitgeteilt hat, dass er in die Schweiz umgezogen war. Während er in der Schweiz lebte, war er sicher, er hat nie was vom Finanzamt mehr gehört zu seinen Steuerschulden. Aber eben sobald er dann wieder in der EU war, hat das Ganze dann für ihn gekracht. Und da hat er dann natürlich auf einmal ein Problem gehabt. Also, was will ich damit sagen, wenn ich jetzt nochmal hier zum Zeitpunkt der Abmeldung zurückgehe, gerade auch bei diesem Mandanten oder ähnliche Personen, die in einer ähnlichen Situation sind. Ich halte es für durchaus sinnvoll, dort eine Adresse anzugeben. Ob es dann deine endgültige Adresse ist oder nur eine temporäre Anschrift, wo du dich vielleicht für einige Zeit aufhältst und dann wieder irgendwo anders hingehst, das ist eine ganz andere Frage. Aber hier etwas anzugeben, ja, halte ich eigentlich nicht für unklug. Erstens mal ist es unauffällig. Zweitens solltest du nichts zu verbergen haben. Und drittens kannst du eben damit ganz konkret auch gestalten, wohin letztlich hier bestimmte Anfragen dann gehen oder wie solche Anfragen seitens der Behörde dann hier überhaupt erst gestartet werden. Bei vielen Auswanderern ist es so, dass sie das mögliche Zielland ja noch gar nicht endgültig identifiziert haben. Sie gehen einfach mal ins Ausland, sie wollen ein bisschen rumreisen und dann sich im Grunde das Traumland aussuchen. Dort könntest du also dann bei der Abmeldung einfach den ersten Zwischenstopp deiner Auswanderung angeben und dann ziehst du von dort irgendwo anders hin. Das wirst du dann natürlich in Deutschland nicht mehr melden müssen. Außer du reichst dort weiterhin eine Steuererklärung ein, weil du in Deutschland beschränkt steuerpflichtig bist oder auch erweitert beschränkt steuerpflichtig. Dann wirst du natürlich ohnehin dem Finanzamt sagen müssen, wo du wohnst. Denn dann sind ja auch manche Steuern in Deutschland davon abhängig, welche Doppelbesteuerungsabkommen es gibt. Aber sagen wir es mal so, wenn du Tabula Rasa machen willst, das heißt, du hast hinterher nichts mehr in Deutschland, du hast auch in Deutschland keine Angaben mehr zu machen, hast auch keine Immobilien mehr, keine Unternehmen mehr, musst also auch keine Steuererklärungen mehr einreichen, dann kannst du natürlich hier etwas gestalten, welche Info hier an das Einwohnermeldeamt gegeben wird. Und da ist es möglicherweise dann besser, Angaben zu machen, als dem Einwohnermeldeamt überhaupt keine Adresse anzugeben, wo man dich vorfinden bzw. erreichen kann. Natürlich würde ich dir auf keinen Fall empfehlen, hier zu lügen oder falsche Angaben zu machen. Aber wie gesagt, es ist ja nicht verboten, wenn man noch nicht endgültig weiß, wohin es geht und dort erstmal eine temporäre Adresse dann angibt. Wenn das Themen sind, die auch dich betreffen, Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, einen Plan B zu etablieren, korrekte Abmeldung, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Ich selbst habe auch schon in etlichen Ländern gelebt. Die Schweiz war für mich auch nur der erste Zwischenstopp. In Freienbach war ich 3 Jahre. Dann ging es weiter nach London und von dort nach Amerika. Du siehst also, wir haben hier auch persönlich selbst sehr große Erfahrung und können dich hier in allen steuerlichen Aspekten rund um die Auswanderung beraten. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.